Ah, ich krieg jetzt gleich ein Biss, ich fühle das. Alter, yes! Hängt. Was geht ab, YouTube? Ich bin vor kurzem nach Spanien gereist, um mit meinem Kumpel Tim so ein bisschen den deutschen Winter zu entfliehen. Wir haben uns am Freitag und Samstag bei einem Guide eingebucht, mit dem wir schöne fette Black Bass von seinem Boot in wunderschönen Stauseen fischen wollten. Als wir allerdings in Spanien ankamen, bekamen wir die Nachricht, dass Freitag und Samstag ausfällt und wir standen erstmal echt ein bisschen bedeppert da, weil wir nicht wussten, was wir machen sollen. Relativ schnell stand aber fest, dass wir den Freitag nutzen wollen, um von Land zu fischen, um uns ein bisschen einzugrooven und auf die Black Bass einzustellen. Den Samstag haben wir einen anderen Guide gefunden und mit denen ging es auch richtig ab. Aber jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit der ersten Folge und ich kann euch eins versprechen, an diesem Wochenende kam es noch richtig fett. Los geht's! Endlich am Wasser, Junge. Nach diesem Hin und Her. Könnten wir aus der anderen Richtung kommen, der Wind, wa? Wir machen jetzt gerade die ersten Würfe. Ist allerdings wirklich hart windig, wie man sieht und hört wahrscheinlich. Und wir haben jetzt erstmal den Uferbereich ein bisschen abgecovert, kein Feedback bekommen. Wir werden noch ein paar Würfe machen und dann wahrscheinlich auf schwere Köder umsteigen. In der Hoffnung, dass die Barsche dann tiefer stehen. Aber die Köderführung ist halt echt schwierig. Wir hätten da drüben lang laufen müssen, ganz klar. Ja. Das ist ein kleiner. Nein! Hier ist jetzt natürlich wieder flacher in dieser kleinen Bucht, aber sowas lieben Barsche. Und da hinten ist auch ein bisschen Cover. Ich werde es jetzt noch mal mit meiner Castingroute und einem Skirted Jig probieren. An einem Seelos Craw. Auch ein geiler Bait, mit dem ich meinen größten Barsch bis jetzt gefangen habe. Oder Bass, besser gesagt. Jetzt tasten wir uns mal langsam da ran ans Cover. Mal gucken, ob hier einer drin steht. Tim hatte gerade schon wieder einen Biss, aber der Fisch ist wieder ausgestiegen. Schön im Holz jetzt, super. Trotz Skirted Jig. Für uns ist schon wieder Bastelstunde angesagt. Tim hat gerade beide Routen, glaube ich, frisch geriggt und jetzt beide abgerissen. Und ich habe auch einen schönen Skirted Jig verloren. Ich werde jetzt auch mal auf Free Rig, 7 Gramm Free Rig mit einem Yamamoto Wurm hier 7 Inch umsteigen und mal gucken, weil da hat Tim die Bisse gerade drauf bekommen. Boah. Oh Alter, jetzt dachte ich, habe einen übelsten Einschlag. Glück gehabt. Hier ist auch Holz. Ich habe mal wieder einen Hänger, aber parallel schwimmt hier ein Crankbait vor mir. Das ist ganz gut. Das ist sogar Stahlvorfahrt, wie es aussieht. Aha. Sieht ein bisschen aus wie so ein MAN von früher. Wir legen gerade einen Hängermarathon hin. Ist das jetzt dein 6. Hänger oder was? Ja, das ist vielleicht mein 5. Abschluss. Ne? So Leute, der erste Fisch hier für mich jetzt, der gebissen hat. Das wird jetzt eine geile Sache hier mit der Landung. Kleiner. Den hebe ich jetzt schon mal so raus, bevor er abgeht, aber der erste schöne kleine Bass aus diesem Teich. Da ist er, der erste. Auf 4 Inch Molix Freaky Flip am Texas Rig. Hat sich den mehr oder weniger von den Füßen reingesaugt. Ich hätte eigentlich gedacht, der ist ein bisschen besser, aber er ist auch ein kleiner Fetti. Also hat Spaß gemacht. Der darf natürlich wieder gehen. Erster Bass für uns, cool. Da ist er mal wieder, der Freaky Flip. Liebe ihn einfach. Richtig geiler Köder fürs Texas Rig. Ich hoffe, jetzt kommt gleich noch einer. Wo einer steht, ist der andere nicht weit. Na, ist wirklich ein bisschen geisteskrank mit der Angelschnur hier. Guck dir das mal an. Wenn hier mal Köder auch noch dranhängen würden, als Belohnung, dass wir das sauber machen. Wieder was für die Umwelt getan und jetzt kommt der dicke Bass. Also mit einem 40 plus würde ich mich schon zufrieden geben heute. Aber ich krieg jetzt gleich ein bisschen, ich fühle das. Ja, bis vorhin, aber es war... Alter, hier. Alter, yes. Hängt. Bleib unten. Ich sag gerade noch, Leute, ich werde jetzt belohnt, weil ich hier sauber gemacht habe mit einem Bass. Aber der ist besser als der von vorhin. Jawohl, die werden besser. Ist schon witzig auf Anlage, oder Tim?
Schön dunkel. Yes. Diesmal auf Free Rig. Geil, Mann. Läuft. Ist ja ein bisschen schade, dass du eigentlich 4 oder 5 Bisse hattest und noch kein Biss. Und ich habe 2 Bisse und 2 Biss. Der Großmeister versagt hier heute. Das war mal ein schöner. Der Biss war auch richtig gut. Schön gemerkt. Ich konnte es erst gar nicht fassen. Und dann kam der Gute hier. Ach, die sind so schön, die Fische. Es macht so viel Spaß, auf Black Bass zu fischen. Es wird bestimmt noch geil am Wochenende hier. Tschüssi! Ist noch nicht ganz die Größe, die wir suchen, aber wir sind über jeden Bass hier froh. Der erste halbe Tag angebrochen. Und schon wieder fast zu Ende. Ich denke, hier kommen noch 1, 2 Barsche, Black Bass. Und Tim holt auch gleich einen raus, oder? Was fischst du gerade, Tim? Ich fische ein Light Texas, also ein leichtes Texas Bullet mit einem Gary Yamamoto Wurm. Das mögen Bass auf jeden Fall. Und das 40 plus ist heute auf jeden Fall erstmal das Ziel. Das Goal des Tages. Naja, wir geben unser Bestes. Ab geht's. Ich bin heiß. Heiß wie Frittenfett. Nach meinem dritten Hänger bin ich jetzt wieder auf Texas Rig umgestiegen. Habe jetzt mal einen kleineren Haken montiert, 2 Nuller. Und werde jetzt mal hier den Silo-Scraw, der schön am Flattern ist, ranmachen. Der macht noch mal ein bisschen mehr Alarm unter Wasser. Die Farbe ist mehr oder weniger dieselbe vom Erfolgsköder gerade eben. Gucken wir mal, ob der ankommt hier, der Köder. Oh ja. Die letzten Minuten für heute brechen gerade an. Und guckt euch aber erstmal hinter mir oder neben mir diese krassen Schieferplatten an. Also es ist echt phänomenal, wie abwechslungsreich selbst so ein karger Stausee sein kann. Also all in hier mit dem grauen Wetter, nicht gerade eine Augenweide, aber ist schon cool, wenn man hier Geologe ist, kann man ordentlich was lesen hier, was hier so stattgefunden hat, nicht? Ein paar Würfe machen wir noch, aber es ist bald dunkel, schon 18 Uhr durch. Dann müssen wir noch eine Stunde in die Unterkunft fahren, einkaufen und essen gehen. Und morgen geht es dann endlich mit dem Guide aufs Wasser. Ich bin schon richtig heiß. Schade, dass es heute nicht geklappt hat mit dem Boot, aber dann machen wir halt morgen richtig Action. Komm, jetzt hier mal einen schönen Parallelwurf. Wenn ich den voll durchziehe, habe ich keine Schnur mehr drauf. Jupp. Scheiße. Aber wir lassen ihn jetzt mal absinken, mal gucken, was passiert. Das sieht eigentlich ganz geil aus hier. Da muss doch mal irgendwo jetzt noch ein schöner, fetter Barsch, schöner, fetter Schwarzbarsch auf uns warten. Ich brauche noch einen schönen Feierabend Black Bass. Jetzt bin ich erst unten. Hier ist tief. Das ist gut. Oh nein, ich hatte einen Biss. Da war doch einer dran, oder? 2. Ja. Oh, fuck, Leute. Da war er dran. Ich hatte einen Biss. 2-mal. Wie doof bin ich denn? Ich hätte länger warten müssen. Scheiße. Das war echt komisch. Beim ersten Mal wusste ich nicht, ob das ein Barsch ist, aber der hat ja nicht richtig dran geknabbert, nur festgehalten. Damn. Das ärgert mich gerade. Es hat geklappt nach 4 Fehlbissen. Ist für mich der erste Bass heute gelandet. Immerhin, Digga. 3. Fisch für unsere Notufertour hier. Petri. Ey, der ist wirklich so klein, der Fisch, aber ich freue mich so riesig darüber. Das war der erste Tag, beziehungsweise der erste halbe Tag. Leider Gottes nicht so wie geplant. Wie gesagt, wir hatten ja eigentlich vor, mit einem Guide heute mit dem Boot hier auf diesem Stausee unterwegs zu sein. Der hat uns leider kurzfristig abgesagt. Deshalb sind wir sozusagen von Land zu Fuß unterwegs gewesen. Immerhin ein paar Bisse konnten wir verwerten, ein paar Bass sind hängen geblieben. Dann geht es morgen weiter. Schreibt am besten jetzt schon mal in die Kommentare, ob ihr Bock auf den zweiten Teil habt. Und wir sehen uns natürlich dann im zweiten Teil mit hoffentlich mehr Fisch.